Hi, in diesem Video möchte ich klären, warum Coinbase für mich aktuell ein Investment ist. Das Ganze schauen wir uns am Monitor an und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Wieder einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal Towards the Dream. Bei mir dreht sich alles ums Geld verdienen, Geld sparen und Geld investieren. Mein Name ist Alex und heute wollen wir uns das Thema Investieren genauer anschauen. Genau genommen das Unternehmen Coinbase, das dieses Jahr an die Börse gegangen ist. Dazu möchte ich an den Monitor gehen und einfach mal ein paar Daten, Fakten anschauen, warum ich das Unternehmen aktuell für ein Investment halte. Und zum Schluss könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. So wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Seite Coinbase offen und schauen wir die Quarter Results an vom ersten Quarter aus 2021. Und wir schauen uns genau genommen den Shareholder Letter an. Den habe ich hier schon mal aufgemacht und will einfach mal ein bisschen durchgehen durch die Daten, durch die Zahlen, was für mich halt eben auch interessant ist und an welchen Zahlen ich es ausmache, dass es aktuell ein gutes Investment ist. Aber wie gesagt, es ist keine Anlageberatung. Ich bin hier nur ein Dude, der aus seinem Zimmer ein Video aufnimmt. Also bitte nicht alles zu ernst nehmen. Es kann auch alles komplett daneben liegen. Ja, aber wie gesagt, ist nur meine Meinung. Genau, hier kommen wir schon mal zu dem wichtigen Summary, sage ich mal, Financial. Und zwar, was mich interessiert, sind erstmal die User. Wie man sehen kann, sind diese stark gestiegen. Hier eben wird unterschieden zwischen Verified User und Monthly Transacting Users, was so viel bedeuten soll wie aktive User, die auch tatsächlich ständig traden. Genau, und wie ich es immer vergleiche, ist halt eben, ich nehme Q1 aus dem Vorjahr und vergleiche es mit Q1 aus diesem Jahr. Und da sieht man eben schon, dass die Zahlen sehr stark gestiegen sind, in Millionen hier alles angegeben ist. Aber was viel entscheidender ist, dass die aktiven User extrem gestiegen sind. Ebenso auch das Trading-Volumen, genauso wie die Assets auf der Plattform. Dass die Zahlen so stark gestiegen sind, ist vermutlich nicht überraschend im Q1 2021, denn der Bitcoin-Preis ist eben durch die Decke gegangen und natürlich wollen alle sofort in Bitcoin einsteigen und investieren. Und solche Plattformen wie Coinbase beispielsweise profitieren natürlich davon, dass die Leute ständig kaufen und verkaufen. Wer Coinbase nicht kennt, es ist eine Krypto-Broker-Plattform, die einem ermöglicht, sozusagen Kryptos zu kaufen. Die ist ansässig in den USA und hauptsächlich auch in USA tätig. Das ist so ein bisschen die Konkurrenz zu Binance. Wer meinen Kanal kennt, ich habe schon ein paar Videos zu Binance gemacht. Binance kann man aber leider nicht an der Börse kaufen. Deswegen ist Coinbase hier die Alternative. Coinbase ist auch somit die zweitgrößte Plattform, wenn es ums Krypto-Trading geht und Kryptohandeln, aber nach Marketkapitalisierung eben die erste oder größte Aktie, die man kaufen kann. Ja. Gibt es Binance, würde ich natürlich auch Binance kaufen, aber momentan gibt es nur Coinbase zu kaufen. So, und weiter in den Zahlen, was man eben auch hier sehen kann, der Nettoumsatz von Jahr 20 auf 21 ist fast um das 10-fache gestiegen. Genauso wie der gesamte Umsatz. Und was jetzt hier eben komplett durch die Decke schießt, ist der Gewinn des Unternehmens, was hier als Net Income angegeben ist. Ja, die Zahlen sind einfach phänomenal. So ein Anstieg war auf jeden Fall nicht zu erwarten. Nachdem das Unternehmen eben kurz an die Börse gegangen ist, ist es hier durch die Decke geknallt. Natürlich kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass dieser Umsatz und dieser Gewinn ständig und anhaltend ist, aber auch wenn er ein bisschen zurückgeht, sage ich mal, ist es immer noch ein gutes Investment. Hier wird dann im Text auch noch weiter erwähnt, wie das Ganze zu verstehen ist, welche Erwartungshaltungen, sage ich mal, die Shareholder haben, und die werden hier eben angesprochen. Da wird auch unter anderem gesagt, dass eben die Kryptowährungen sehr volatil sind und es für das Unternehmen deswegen so schwer ist, überhaupt irgendwelche Prognosen in die Zukunft zu treffen.
was eben Gewinn und Umsatz betrifft. Die Firma hat auch selber einen großen Anteil an Bitcoin, weswegen ja auch der Preis des Unternehmens ein bisschen mit dem Bitcoin korreliert. Das kann man auch an dem Chart sehen, den wir uns später anschauen werden. Und ich will mir hier nochmal kurz durchskippen durch das Shareholder Letter, ob ich nicht vielleicht irgendwas vergessen habe. Ich meine, es ist jetzt sehr viel Information, die kann ich natürlich hier nicht alles in einem Video reinpacken. Ich wollte eben nur diese Entwicklung zeigen von den Active Users und von dem Gewinn, den das Unternehmen macht. Man muss dazu sagen, es ist eben ein Wachstumsunternehmen und es macht jetzt bereits schon deutlichen Gewinn mit über 700 Millionen US-Dollar. So. Also wer möchte, ich packe diesen Shareholder Letter bzw. diesen Link hier unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch nochmal die ganzen Daten besser anschauen und ins Detail gehen. Ich möchte jetzt eben hier das nur kurz überfliegen, denn ich möchte auch noch nachher auf ein paar andere Zahlen eingehen. Ja, hier halt eben nochmal der Year-over-Year-Vergleich in den Tabellen nochmal gut dargestellt. Also letztes Jahr 30 Millionen Gewinn und dieses Jahr einfach 770 Millionen Gewinn, was schon ziemlich heftig ist. Ja, kommen wir zum Kursverlauf von Coinbase. Der sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Seit dem Börsengang im Mitte April ungefähr, hier 14. April ist an die Börse gegangen, geht es eigentlich nur noch abwärts mit der Aktie. Aber ein gutes Indiz eben ist, es hat sich hier so langsam ein Boden gebildet. Ja, die Aktie wird mittlerweile wahrscheinlich hier fair bepreist vom Markt. Was anfangs bei Aktiengang wurde die Aktie beim Preis von $300 auf 100 Milliarden Dollar insgesamt Market Cap geschätzt und ist jetzt ungefähr auf die Hälfte runtergefallen. Also jetzt momentan Market Cap 50 Milliarden. Genau, deswegen eben hier ein möglicher Einstiegskurs eben um die 190 rum, um die 200 rum. Wenn die Aktie natürlich noch weiter fällt, wenn der Bitcoin fällt, kann es natürlich zwischenzeitlich auch nochmal weiter nach unten gehen, aber sieht momentan nicht danach aus, vor allem da Bitcoin jetzt ein großes Update angekündigt hat, das dieses Jahr noch rauskommen soll. Ethereum hat ein Update angekündigt, also die Kryptowährungen entwickeln sich ständig weiter und werden besser, was dann natürlich auch an die breite Masse herangetragen werden soll und auf Dauer, also wir reden jetzt hier beim Investment natürlich nicht von einem Jahr Haltedauer, sondern 5 bis 10 Jahren. Wird es in 5 bis 10 Jahren Kryptowährungen noch geben? Wahrscheinlich. Kryptowährungen, man sagt ja auch, sind gekommen, um zu bleiben. Ob es dann jetzt letztendlich Bitcoin sein wird, die an vorderster Spitze ist, oder Ethereum oder jemand ganz was anderes, eine andere Währung, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Aber eins kann man natürlich sagen, das ist wie beim Casino, dieses Casino gewinnt immer. Also egal wie viel hier getradet wird und welche Kryptowährung steigt, die Bank gewinnt immer, das Casino gewinnt immer. Dann wollte ich hier noch ein bisschen auf die Prognosen gehen. Also hier sieht man auch nochmal bei Seeking Alpha die Bodenbildung. Was mich auch nochmal in meiner Investmentthese stützt, ist eben, dass Cathie Wood, die Star-Investorin aus Amerika, angekündigt hat, Bitcoin tranchenweise zu kaufen und ständig nachzuinvestieren, sobald der Kurs weiter fällt. Also aktuell, wenn Sie hier ständig nachgekauft haben, sind Sie fett im Minus aber halten trotzdem noch weiter in ihrer Investmentthese fest, dass eben Coinbase auf Dauer trotzdem vom Kryptomarkt profitieren wird. Hier sieht man dann nochmal ein bisschen die Entwicklung der einzelnen Quartale. Wie gesagt, auf die geschätzten Quartale, die kommenden Quartale, wird ein bisschen weniger Umsatz und Gewinn erwartet, was auch verständlich ist, da ja Bitcoin am Anfang des Jahres durch die Decke gegangen ist und ab Mitte April ungefähr eigentlich nur noch nach unten geht, was sich auch, wie gesagt, im Aktienpreis widerspiegelt. Ja. Also wir haben die brutalste Rallye gesehen
um Dezember rum bis März und danach ging es die ganze Zeit nach unten. Und dann ist eben Coinbase an die Börse gegangen und hat es natürlich relativ schlecht erwischt, den Einstiegszeitpunkt. Aber so kann es natürlich kommen. Aber das heißt eben nicht, dass es jetzt weiter so geht. Ja, hier auch nochmal schöne Daten. Also der Market Cap beträgt aktuell 46 Milliarden. Die totalen Schulden liegen bei 600 Millionen und der Cashbestand ist bei etwa 2 Milliarden. Das heißt, die könnten ihre Schulden eigentlich direkt abbezahlen und wären somit schuldenfrei und hätten sogar noch was übrig. Das bietet natürlich super Gelegenheiten, um weiter in das Unternehmen zu investieren, das Unternehmen weiter auszubauen, zu wachsen, den Profit zu steigern und so weiter. Genau, dann wollte ich eben noch auf die ARK Invest eingehen, was ich ja schon kurz erwähnt habe. Katie Wood hat angekündigt, Coinbase zu kaufen. Und was sieht man hier? Coinbase ist bereits bei ihr in dem Portfolio, in ihrem, sage ich mal, Vorzeigeportfolio ARK Innovation ETF, bereits unter den Top 10 mit eben einer investierten Summe von aktuell knapp über 800 Millionen Dollar mit Shares, die sie gekauft haben, von 3,6 Millionen und macht ein Gesamtgewicht von 3,4% aus. Wie gesagt, die haben von Anfang an investiert und kaufen immer wieder in Tranchen nach. Bei diesem Kursverlauf müssten sie jetzt eigentlich dicke Minus sein und investieren aber trotzdem weiter. Was für mich ein sehr gutes Signal ist, um eben auch vielleicht hier einzusteigen. Ich habe bereits eine kleine Position gekauft und werde die wahrscheinlich hier mal kurz einblenden, aber ich überlege mir halt jetzt diesen Monat auch verstärkt wieder weiter nachzukaufen. So, das soll schon gewesen sein. Ein kurzes, knappes Video über Coinbase. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonniere den Kanal. Demnächst kommt ein Depot-Update, wo ich meine eigenen Investitionen zeige. Ich investiere in diesem Jahr 20.000 Euro an der Börse und ja, möchte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, welche Investitionen ich gemacht habe, welche sind schlecht gelaufen, welche sind gut gelaufen. Für mich ist das auch alles neu und ja, ich möchte einfach meine Erfahrungen und Eindrücke mit euch teilen und hoffe, es bietet euch einen Mehrwert. Falls dem so ist, lasst mir gerne ein Like da, um es mir zu zeigen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dahin.